Wie trainiere ich richtig? Was muss ich tun, um beispielsweise so fahren zu können? Oder wie muss ich trainieren, damit ich Serpentinen wie diese meistern kann? Die Linke zum Gruß. Ja, diese Frage bekomme ich tatsächlich öfters gestellt. Was muss ich denn eigentlich trainieren, beziehungsweise wie genau soll ich trainieren, damit ich mal gut und sicher Motorrad fahren kann? Und genau in diesem Video möchte ich gerne diese Frage euch beantworten und euch so eine kleine Struktur mitgeben, die ihr beachten könnt, damit euer Training erfolgreich wird. Um euch das Ganze jetzt einfach zu erklären, nehmen wir uns mal ein Beispiel raus, gerade die Serpentinen-Szene, die ihr ganz am Anfang gesehen habt. So, hier einmal angebremst an die Serpentine und dann machen wir einmal direkt hier einen Halt. Welche Komponente kommt jetzt hier eigentlich zustande? Das sind tatsächlich einige Komponenten, die hier zustande kommen. Zum einen die Komponente, was den Blick angeht. Hier wird einmal lang schön in die Kurve reingeguckt. Das ist eine Komponente. Dann gehen wir noch mal weiter. Lockere Armhaltung. Die Arme können leicht angewinkelt sein. Dann auch hier natürlich mit der Bremshand. Was muss man da tun? Was muss man mit dem Gas tun? Das gleiche natürlich auch hier mit der Körperhaltung. Lehnt man sich ein bisschen in die Kurve, bleibt man da richtig schön locker. Dann an der rechten Seite einmal mit der Hinterradbremse. Und dann kommen natürlich auch so Komponenten rein, wie zum Beispiel hier. Einmal den Asphalt lesen. Weiche Ölspuren haben wir hier. Oder einmal hier unten. Einmal gewisse Risse im Asphalt. Und das gleiche natürlich auch, welche Kurvenlinie können wir denn anwenden. Und dann, als letztes, kommt natürlich auch noch sowas wie beispielsweise ein Auto oder ein Bus, den man natürlich auch beachten muss, weil wir in der öffentlichen Straße unterwegs sind. Also, ihr seht schon sehr, sehr gut, dass es beim Kurvenfahren sehr, sehr viele Komponenten gibt, die es zu beachten gibt. Merkt ihr, auf was ich hinaus möchte? Motorradfahren an sich besteht aus sehr, sehr vielen Komponenten. Blicktechnik, Lockerheit in den Armen und in den Händen und im Oberkörper, richtige Körperhaltung, richtige Bremstechnik, auch mit der Hinterradbremse, Straße stehen und desgleichen. Wenn ihr jetzt trainiert, könnt ihr diese einzelnen Komponenten rausnehmen und gezielt trainieren. Das heißt, wenn ihr mal auf einen Übungsplatz geht oder auf einen Parkplatz, dann könnt ihr beispielsweise Kreise fahren, um da die Blicktechnik zu üben oder auch lockere Hände und desgleichen. Wenn ihr gerne Schritt-für-Schritt-Übungen haben möchtet, um diese einzelnen Komponenten gezielt zu trainieren, dann schaut gerne mal auf meiner Akademie vorbei. In der Übung der Woche findet ihr vor allem solche Übungen, wie zum Beispiel lockere Hände, saubere Blickführung, entspannt fahren, lockere Arme und desgleichen. Oder schaut auch gerne mal bei meinen Checklisten vorbei. Da gibt es vor allem die Checkliste für die Kurvenfahrt, wo ihr euch einmal selber bewerten könnt, um auch für euch selber festzustellen, hey, wo kann man denn eventuell nochmal gezielt nachtrainieren? Jetzt stellt sich der ein oder andere von euch sicherlich die Frage, wie lang muss ich denn eigentlich trainieren? Die kurze Antwort: immer. Wichtig beim Training ist, dass ihr euch selbst immer beobachtet, dass ihr euch auch selbst reflektiert, selbst auf der Landstraße, wenn ihr mit Leuten unterwegs seid, wenn ihr mit Freunden unterwegs seid, dass wenn ihr mal eine Kurve fahrt, euch dann kurz selbst reflektiert, war die Kurvenlinie in Ordnung, hatte ich dabei Angst, war ich zu nah am Gegenverkehr. Damit fängt das Training tatsächlich schon an. Und das zweite, am wichtigsten eigentlich von allem, ist die Wiederholung. Es bringt nichts, wenn ihr einmal im Jahr ins ADAC-Training beispielsweise geht und dann sagt, so, jetzt bin ich ein sicherer Motorradfahrer. Das funktioniert so nicht. Ihr müsst das, was ihr lernt, immer wiederholen. Das ist wie bei allem im Leben. Wenn ihr etwas lernt, Wiederholung tut gut. Welchen Effekt könnt ihr jetzt dabei feststellen? Wenn ihr regelmäßig trainiert und euch reflektiert, dann werdet ihr merken, dass die Zeit, in der ihr wieder reinkommt, deutlich kürzer wird. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise 2-3 Mal in der Woche auf den Platz geht für eine Viertelstunde und eine Vollbremsung übt, dann werdet ihr merken, dass ihr am Anfang vielleicht 5 oder 10 Bremsungen braucht, bis ihr wirklich drinne seid, und später im Laufe der Zeit werdet ihr merken, nach 1-2 Bremsungen sitzt das Ganze und dann könnt ihr auch schon wieder vom Platz gehen. Und diese Fortschritte werdet ihr nicht nur beim Training merken, sondern auch wenn ihr auf der Straße seid.
Da werdet ihr auf einmal feststellen, hey, Dinge funktionieren ganz anders, viel lockerer oder sowas wie, da war jetzt eine Gefahr. Das hat mir jetzt gar nichts gemacht. Ihr trainiert nicht, dass ihr schnell seid, sondern dass ihr im richtigen Moment das Richtige tut. Das ist eigentlich der Effekt von dem Training. Noch ganz kurz aus meiner Erfahrung gesprochen. Ich trainiere auch. Auch wenn ich in manchen Sachen gut bin, weiß ich allerdings auch, dass ich nicht in allen Sachen gut bin und explizit trainiere ich die nochmal. Gerade nach einem Unfall, wenn ihr beispielsweise aus einer Rechtskurve rausgeflogen seid, dann bietet sich's an, Rechtskurven umso mehr zu trainieren, dass ihr die wieder reinbekommt. Es ist falsch zu sagen, ich traue mich nicht, ich glaube, ich trainiere das nicht. Das ist ganz falsch. Ihr müsst wirklich die Angst herausarbeiten und wegarbeiten und dafür euch den Respekt dafür erarbeiten, dass ihr durch eine Rechtskurve fahren könnt und es so oft trainiert habt, dass ihr sagen könnt, das macht mir jetzt nichts mehr. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt die Frage beantworten, wie man eigentlich richtig trainiert. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann teilt auch gerne das Video an eure Freunde und Bekannte, die gerne auch mal wieder auf den Übungsplatz vorbeigucken sollten. Und wenn ihr wissen wollt, wie bei uns fahrlässig Motorrad das Training aufgebaut ist, dann schaut einmal hoch in das Video, weil da zeigen wir euch, wie bei uns ein Einzeltraining aufgebaut ist. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal, die Linke zum Gruß, bis dann, Antenne.